Heute vergleichen wir einmal den S&P 500 Index mit dem MSCI World Index und dem Nasdaq 100 Index. Welchen Kriterien folgen diese Indizes und vor allem, wie schaut es mit der Performance in der Vergangenheit aus und was könnten wir daraus als Anleger vielleicht ablesen für zukünftige Investments? Vielen Dank an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, Fabian Marquardt, Martin Klemer und Fabrizio Rutz. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, dann klick unter dem Video auf den Button Mitglied werden und erfahre, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen. Der S&P 500 Index ist ein Index, der die größten 500 US-Unternehmen beinhaltet, gewichtet nach ihrer aktuellen Marktkapitalisierung an den Börsen dieser Welt. Also Preis pro Aktie multipliziert mit der Anzahl der verfügbaren Aktien ergibt die Marktkapitalisierung. Für die Aufnahme in den S&P 500 gibt es verschiedene Kriterien. So muss das jeweilige Unternehmen ein US-Unternehmen sein. Die Marktkapitalisierung muss eine gewisse Mindestgröße aufweisen und ein Handelsvolumen von mindestens 250.000 Aktien in den vergangenen 6 Monaten vor der Aufnahme in den Index muss gegeben sein. Die Aktie muss zudem seit mindestens einem Jahr öffentlich an der New Yorker Stock Exchange oder im Nasdaq gelistet sein und mindestens die Hälfte der Aktien, die sie ausgibt, muss auch öffentlich zugänglich sein. Daran erkennen wir doch bereits, der Scope des S&P 500 umfasst auch die Aktien, die im Nasdaq 100 Index aufgeführt sind. Aber eben noch weitere Aktien und eben insgesamt 500 Stück, wohingegen der Nasdaq 100 Index nur 100 Aktien beinhaltet. Der Nasdaq 100 Index beinhaltet eben die 100 nach Marktkapitalisierung größten Aktien aus der oder von der Nasdaq-Börse, dabei ausschließlich nicht Finanzunternehmen. Das heißt, die ganzen Finanzunternehmen sind ausgeschlossen. Dieses Ausschließen der Finanzunternehmen beschert dem Nasdaq 100 auch immer wieder den Ruf eines Technologieindex. Dabei ist er praktisch eigentlich ein Nicht-Finanzindex mit starkem US-Fokus. Da natürlich in den letzten Jahrzehnten vor allem die Technologiewerte in den Fokus gerückt sind, ist der Anteil der Tech-Werte, wenn man die Finanzunternehmen eben ausschließt, natürlich sehr groß im Nasdaq 100. Der beliebte iShares Nasdaq 100 ETF, der genau diesen Index abbildet, enthält aktuell als größte Aktien beispielsweise Apple mit 12,45% gewichtet, Microsoft mit 10%, Amazon mit 7%, Tesla mit 4%, Alphabet mit fast 4%, Nvidia, Meta Platforms bzw. eben Facebook, Broadcom und Cisco Systems als Top 10 Aktien. Alleine diese Top 10 Aktien machen schon 52% des Index bzw. des ETFs aus und sind damit eben zu einem großen Teil maßgeblich ausschlaggebend für den Kurs des ETFs bzw. des Index heute. Das bedeutet natürlich auch, dass dieser ETF mit seinen nur 100 Aktien und zusätzlich mit diesem enorm großen Anteil der Top 10 Aktien ein deutlich größeres Risiko aufweist als beispielsweise der MSCI World Index beziehungsweise als der S&P 500 Index, zumal beim Nasdaq 100 eben auch noch alle Aktien ausschließlich aus den USA stammen. Der beliebte iShares Core S&P 500 ETF, der natürlich ebenfalls nur US-Aktien beinhaltet, besitzt praktisch die gleichen Top 10 Aktien oder Unternehmen, mit dem Unterschied, dass hier anstatt Cisco und Broadcom noch Berkshire Hathaway und die United Health Group mit dabei sind, die im Nasdaq-Index eben nicht enthalten sind. Und ganz wichtig, die Top 10 Aktien machen hier im S&P 500 nur einen Anteil von ca. 28% aus, sodass aufgrund dessen und aufgrund der Tatsache, dass hier 500 Unternehmen im Index enthalten sind, das Risiko beim S&P 500 etwas geringer ist. In Sachen Risiko jetzt ein krasses Gegenstück, der MSCI World. Dieser Index besitzt im Gegensatz zu den beiden anderen keinen reinen US-Fokus, auch wenn der US-Anteil natürlich aktuell auch noch sehr groß ist. Sondern dieser Index bildet die größten Aktien aus allen entwickelten Ländern der Welt ab. Auch hier werden die Aktien nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das sind insgesamt, wenn wir wieder einen ETF zu Rate ziehen, im Xtrackers MSCI World ETF aktuell mehr als 1500 Aktien, also 3-mal so viel wie im S&P 500 Index und 15-mal so viel wie im Nasdaq 100 Index. Knapp 70% der Aktien stammen dabei aus den USA, der Rest aber eben auch aus Ländern wie Japan, England, Kanada oder der Schweiz, Frankreich, Deutschland und verschiedenen weiteren entwickelten Nationen oder Ländern. Schwellenländer sind hier nicht dabei. Das Risiko bei diesem ETF ist natürlich etwas breiter gestreut, was man auch eben daran erkennt, dass die Top 10 Aktien hier gerade einmal ca. 18 bis 19% am Index bzw. ETF ausmachen. Die Top 10 sind jedoch erneut sehr deckungsgleich mit den Top
Top 10 Aktien der beiden anderen Indizes, die wir eben gezeigt haben. Nachdem wir nun einige ETFs bzw. Indizes kennengelernt haben und die grobe Logik hinter den jeweiligen Indizes verstanden haben, schauen wir nun einmal, wie sich diese Indizes in der Vergangenheit entwickelt haben. Wenn wir auf den Zeitraum von 1985 bis heute blicken, seit dem 1. Januar 1985 gibt es nämlich erst den Nasdaq 100 Index, dann sehen wir ganz klar, dass der Nasdaq 100 Index am Ende mit Abstand die beste Performance in diesen Jahrzehnten erzielt hat. Der Nasdaq wuchs um mehr als das 100-fache seines Ausgangswertes an. Wichtig dabei ist aber zu wissen, dass hinter dieser Grafik die Annahme steht, dass wir sämtliches Investment am 01.01.1985 in alle drei Indizes bzw. dann eben in den Nasdaq 100 getätigt hätten. Dann erkennen wir natürlich, okay, ganz klar, der Nasdaq 100 ist der ganz klare Sieger. Wir könnten das Video eigentlich beenden. Aber wir blicken hier einmal auf die logarithmische Darstellung, die bei solchen großen Skalen oder solchen großen Sprüngen über die verschiedenen Jahrzehnte hinweg immer etwas deutlicher auch die kleineren Kursbewegungen zeigt. Hier erkennen wir grob, dass es doch einige Phasen gibt, in denen sich die Indizes leicht unterschiedlich verhalten haben. Daher schauen wir jetzt einmal auf den sogenannten Schwarzen Montag. Am Montag, dem 19. Oktober 1987, ereignete sich in den USA der sogenannte Schwarze Montag, der erste Börsencrash nach dem Zweiten Weltkrieg übrigens. Der Dow Jones Index, der die 30 größten Aktien der USA beinhaltet, brach an diesem Tag um 22,6% ein. Der Börsencrash breitete sich weltweit relativ schnell aus, auch an verschiedenen Handelsplätzen. Das können wir an dieser Grafik hier sehen. Wir sehen hier nämlich, dass im Oktober 1987 der MSCI World, der S&P 500 und der Nasdaq-Index starke Kursverluste erlitten. Damals von 1985 bis zu diesem Crash lief der MSCI World übrigens leicht besser als die beiden anderen Indizes. Woran das lag, sehen wir uns am Ende des Videos einmal an. So ganz klar, warum es diesen Crash am Schwarzen Montag überhaupt gab, ist die historische Lage gar nicht. Es wird vermutet, dass es einen Zusammenhang mit der Inflation und dem Handelsdefizit der USA gab und auch aufgrund der Tatsache, dass der US-Dollar damals stark unter Druck stand. Zu erkennen ist in dieser Grafik aber auch, dass der Nasdaq 100 Index dann bis 1990 zeitweise sogar schlechter performt hat als der S&P 500 Index und der MSCI World. Damals war der Nasdaq 100 Index also noch nicht so der No-Brainer, wenn man in ihn hätte investieren wollen. Da hätte man sich wahrscheinlich mehrere Gedanken gemacht, wenn man sich nur immer diesen Ausschnitt damals angeschaut hätte. Im Frühjahr 1991 dann die Kehrtwende und der Sprung auf die Überholspur vom Nasdaq 100. Dieser schoss in kürzester Zeit an den anderen beiden Indizes hier im Vergleich vorbei und sicherte sich dann eben noch im Jahr 1991 die Pole Position und baute seinen Vorsprung bis 1992 im Dezember stark aus. Im Hintergrund bemerken wir hier schon die ersten Ausläufer oder die ersten Vorläufer der Tech-Blase bzw. der Dotcom-Blase. Aber der Hype um diese Technologiewerte in den 90er Jahren stand damals noch in den Kinderschuhen. In den Folgejahren ab 1993 nahm die Tech-Blase dann eben so viel Fahrt auf, dass sich der Wert des Nasdaq 100 bis Februar 2000 vervierzigfachte. Die anderen Indizes konnten hier nicht annähernd mithalten und kamen nicht einmal auf eine Verzehnfachung ihres Wertes. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes zwischendurch auch immer wieder für gute Laune. 2000 die Tech-Blase und der 11. September 2001. Im Frühjahr 2000 platzte die Dotcom-Blase dann langsam und danach immer schneller. Wenn wir den Performance-Vergleich im März 2000 bei 100% starten, dieser drei Indizes, vereinfacht gesagt hätte man also sagen können, man investiert damals 100 € in alle drei Indizes im März 2000, dann hätten wir nach dem Platzen der Blase die mit Abstand schlechteste Performance beim Nasdaq 100 Index. Dieser verlor zeitweise dann fast 80% seines Wertes. Aus den 100 € im März 2000 wären dann im Sommer bzw. Herbst 2002 fast 20 € geworden. Klar, der März 2000 war natürlich so gesehen schon der schlechteste, möglichste oder sehr ungünstigste Moment, um in den Markt einzusteigen, zum Start eines Investments sozusagen. Aber das konnte man als Investor im März 2000 ja nicht wissen und prognostizieren. Der Nasdaq 100 Index litt also hier eindeutig auch darunter, dass er zum einen nur 100 Aktien aus den USA in seinem Portfolio hielt und dabei natürlich auch die Finanzunternehmen ausschloss, also so einen noch größeren Fokus auf die Technologiewerte besaß, die in der Dotcom-Blase natürlich besonders unter Druck geraten sind. Der MSCI World Index kam bis zum Januar 2007 am besten aus dieser Krise heraus, etwas besser als der S&P 500 Index. Klar, der MSCI World ist hier am breitesten aufgestellt gewesen und hatte daher nicht so einen großen Fokus auf die Technologiewerte und auch nicht so einen starken Fokus auf die USA, litt aber natürlich auch unter den Ereignissen zum Beispiel des 11. September.
Näher auf diese Krisen im MSCI World bin ich in meinem letzten Video eingegangen. Das findet ihr hier verlinkt auf dem i oder unten in der Videobeschreibung. Den Tiefstand erreichte der MSCI World bei einem Verlust von 50,9% gegenüber dem März 2000 im Frühjahr 2003. Ab dem Frühjahr 2003 ging es für alle drei Indizes wieder etwas weiter nach oben. Der MSCI World konnte dann im Januar 2007 erstmals wieder die Werte vom März 2000 knacken. Ein Bärenmarkt von 7 Jahren sozusagen. So gut der Nasdaq 100 auch eben initial im Gesamtüberblick zu Beginn des Videos aussah, von 1985 bis heute eben, wenn man im März 2000 in den Nasdaq 100 investiert hätte, hätte es bis ins Jahr 2020 gedauert, bis der Nasdaq 100 oder das Investment eben den Rückstand wieder aufgeholt hätte gegenüber dem S&P 500. So stark die Performance des Nasdaq 100 eben in guten Marktphasen ist, so stark ist eben auch das Risiko eines ETFs auf diesen Index, wenn der Tech-Sektor hier oder auch verschiedene andere Sektoren unter Druck geraten. 20 Jahre lang den Kursen hinterherzulaufen, ist natürlich ein Extrembeispiel, aber eben auch die Realität aus der Vergangenheit. 2007 internationale Finanzkrise. Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begannen alle drei Indizes zu sinken. Ab dem dritten Quartal 2008 wirkte sich die Krise zunehmend auch auf die Realwirtschaft aus. Infolgedessen brachen die Aktienkurse weltweit ein. Was wir hier sehen, ist, dass der Nasdaq 100 weniger stark von der Finanzkrise getroffen wurde als der MSCI World und der S&P 500. Das mag eben daran liegen, dass bewusst ja keine Finanzunternehmen im Nasdaq 100 Index enthalten sind, beziehungsweise auch daran, dass viele Technologiewerte im Zuge der Dotcom-Blase im Vorfeld schon stark gesunken sind. Ihren Tiefstand erreichten alle drei Indizes in dieser Krise am 9. März 2009. Das war der größte Rückgang in der Geschichte des MSCI World zu diesem Zeitpunkt. In diesem Fall hat der MSCI World sogar stärker gelitten als bei der Dotcom-Blase. Der Nasdaq 100 kam eben leicht besser durch die Krise und der S&P 500 auch minimal besser als der MSCI World. Bis April 2011 stiegen die Kurse aller drei Indizes dann wieder an. Und der Nasdaq erreichte hier schon wieder sein Vorkrisenniveau. Die anderen beiden Indizes allerdings noch nicht. In den Folgejahren konnten alle Indizes die Krise schnell wieder hinter sich lassen, wobei der Nasdaq 100 Index im folgenden Bullenmarkt wieder so stark oder exzellent funktionierte, was wir in dieser Grafik hier sehen können. Die Finanzkrise wirkt hier in dieser Grafik fast wie eine kurze temporäre Seitwärtsphase. Für Anleger bedeutete sie aber immerhin fast 4 Jahre lang Kursverluste bzw. schlechte Zahlen. Die Ankündigung von neuen Anleihekaufprogrammen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in grundsätzlich unbegrenztem Umfang führte dann zur Erholung der Kurse am Aktienmarkt ab 2011. In diesem folgenden Bullenmarkt ist das Bild relativ klar. Von Anfang an legte der Nasdaq 100 Index hier die beste Performance hin und legte eine Versechsfachung seines Wertes seit 2011 an den Tag. In diesem Bullenmarkt sind die Technologiewerte aus den USA die globalen Gewinner gewesen. Der Fokus im Markt auf den USA hilft nicht nur dem Nasdaq 100, sondern natürlich auch dem S&P 500 Index, der wiederum noch relativ klar vor dem MSCI World liegt, der eben natürlich auch keinen USA-Fokus hat, sich aber immerhin auch verdoppeln konnte im Wert. Einen richtigen Boost legte hier genau genommen auch sogar noch die Corona-Pandemie hin, wenn wir uns den Kurs hier anschauen. Im Nachgang der Corona-Pandemie oder des Ausbruchs von Corona erlebten wir sogar ein noch stärkeres Wachstum im Nasdaq 100. Und daher 2020 Corona-Pandemie, die sich verbreitende oder ausbrechende Covid-19-Pandemie führte innerhalb von nur 28 Handelstagen zu einem Rückgang des MSCI World um 34%. Auch durch diesen Mini-Crash, weil die Erholung nämlich relativ schnell ging, kam der Nasdaq 100 wesentlich besser als die beiden anderen Indizes. Bis heute ist der Ausbruch der Pandemie auf dem langfristigen Horizont nicht mehr als eine kleine Delle in der Performance, wenn wir die ganz langfristige Perspektive einnehmen. Was können wir also mitnehmen aus diesen historischen Daten? Der Nasdaq 100 weist ein höheres Risiko aus, aber eben auch die deutlich bessere Rendite in den meisten Marktphasen der Vergangenheit. Wenn aber der Tech-Sektor speziell von einer Krise, ähnlich der Dotcom-Blase, getroffen ist, oder eben auch vor allem die Nicht-Finanzunternehmen besonders unter Druck stehen, dann kann es hier heftige Kursrückgänge geben, wie eben in der Vergangenheit gesehen. Im Zuge der Dotcom-Blase hätte man eben im schlimmsten Fall 20 Jahre warten müssen, bis sich das Investment damals gelohnt hätte, wenn man alles auf einmal investiert hätte. Aber sowohl durch die Finanzkrise, wo ja vor allem die Finanzunternehmen im Fokus standen, die der Nasdaq ausschließt, als auch durch die Covid-Pandemie bzw. durch den Kursrückgang zu Beginn der Covid-Pandemie, kam der Nasdaq 100 besser, der ja auch eben einen Fokus auf Technologiewerte hat, die bei einer Pandemie sicherlich eher profitieren oder profitieren könnten. Andererseits war der
der maßgebliche Bullenmarkt über das letzte Jahrzehnt eben auch stark auf die USA und die Technologiewerte konzentriert. Dass das ewig so weitergeht, denken wahrscheinlich viele Anleger, auch viele von euch. Und ja, die USA sind auch mit ihren Unternehmen aktuell im Moment eben ganz vorne mit dabei und auch der Grund, warum Nasdaq 100 und S&P 500 stärker performen als der MSCI World. Ein Blick in die Historie zeigt uns aber, dass ein starker Länderfokus wie eben Nasdaq 100 und S&P 500 auch ins Verderben führen kann, wenn man als Buy-and-Hold-Anleger über Jahrzehnte dabei ist und eben von seiner Strategie nicht abweicht. Hier sehen wir einmal den japanischen Nikkei 225 Index, der die größten 225 Unternehmen aus Japan beinhaltet. Im historischen Vergleich zum S&P 500 Index beginnend 1965 bis ins Jahr 2000, also über 35 Jahre, lag der Nikkei-Index in der Performance hier eindeutig vorne. Auch wenn es in den 90ern ein bisschen abkühlte, vor allem in den 80er Jahren war die Performance des japanischen Index enorm stark. Deswegen konnte der MSCI World damals übrigens auch den S&P 500 und den Nasdaq-Index outperformen, weil eben der Fokus damals nicht so sehr auf den Tech-Aktien aus den USA lag, sondern eben vor allem auf japanischen Titeln, die eben im Nasdaq und S&P nicht enthalten sind. Gäbe es damals ein rückblickendes Video, so wie das ist hier, über die letzten Jahre, über die Jahre von 1965 bis in die 80er Jahre, in dem man eben auf die letzten 30 bis 40 Jahre Performance geblickt hätte, wäre es wohl ein No-Brainer gewesen, den Nikkei-Index oder einen ETF darauf, wenn es die dann gegeben hätte, mit in sein Portfolio zu nehmen. In den 90er Jahren und in den Nullerjahren fielen die japanischen Titel aber so weit zurück und die US-Titel holten eben so stark auf oder legten eine so starke Performance hin, dass dann sogar noch vor dem Platzen der Dotcom-Blase der S&P 500 sogar noch die bessere Wahl gewesen wäre, auch wenn man 1965 investiert hätte. In der ganz langfristigen Performance im Vergleich zum Nikkei liegt der S&P 500 dann ganz souverän vorne. Was ich mit diesem Vergleich aber eben sagen möchte: Klar sehen die US-Aktien zurzeit so aus, als wären sie auf Jahrzehnte unantastbar. Dennoch weiß niemand, welche Regionen der Welt in Zukunft eben am besten performen werden und ob die USA eben so stark bleiben werden, wenn es auch gleichzeitig viele von uns als wahrscheinlich ansehen heutzutage. Um sich gegen solche Länderrotationen oder Risiken langfristig abzusichern, dass man sich also nicht permanent damit beschäftigen muss und das beobachten muss, ist der MSCI World ohne Länderfokus eben die besser diversifizierte Variante, vor allem wenn man nur einmal ganz am Anfang kaufen möchte und sich dann zurücklehnen möchte und nichts mehr mit Aktien zu tun haben möchte. Die Kunst und die Schwierigkeit wäre es ja nämlich genau gewesen zu erkennen in den 90er Jahren, wann beispielsweise der japanische Nikkei 225 kein attraktives Investment mehr gewesen wäre, obwohl er 30 bis 40 Jahre lang vorher eben so gut lief, was sicherlich vielen Anlegern damals in den 90ern nicht gelungen ist. Gleichzeitig hätten viele Anleger etwas später in der Dotcom-Blase bei einem Kursverlust von 80% des Nasdaqs wohl auch vielleicht kalte Füße bekommen und wären dann eben in der schlimmsten Zeit aus dem Markt ausgetreten. Welcher Index ist euer Favorit und wie stellt ihr euch in Zukunft auf? Habt ihr einen Länderfokus mit dem Nasdaq 100 oder dem S&P 500 Index bzw. ETF in eurem Portfolio? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein. Welche ETFs ich bespare, eher auf der MSCI World Basis, das seht ihr hier in diesem Video. Schaut da auf jeden Fall einmal rein. Wenn ihr mehr Videos in diesem Format sehen möchtet, ich habe jetzt mal 2 Stück gemacht, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, macht es gut.